Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und natürlich begrüße ich euch zuallererst zum neuen FIFA-Teil, FIFA 22. Der Reset-Knopf wurde also quasi gedrückt und wir fangen alle bei 0 an. Natürlich nicht vom Wissen her und deswegen richtet sich vor allem dieses Video an die SBC und FIFA 22 Neulinge. Ich nehme euch an die Hand, um euch da weiterzuhelfen, damit ihr auch diese SBCs und viele weitere, die noch kommen werden, abschließen könnt und das natürlich zum günstigsten Preis und ja, so einfach wie möglich. Okay. Ihr könnt mir allerdings natürlich auch helfen, indem ihr mir ein kostenloses Abo dalasst und ja, mich damit auf jeden Fall sehr, sehr supportet. Einen Daumen nach oben, wenn euch das Video im Anschluss gefallen hat. Darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Wir gehen hier tatsächlich die kompletten Basics durch. Also wo finde ich das Ganze? Und das findet ihr natürlich im Squad Building Challenges, kurz SBC. Und findet ihr genau zwischen Transfer und den Shop, also genau auf den Tab hier. Und dann werdet ihr direkt zu der ersten SBC weitergeleitet und dort, ja, die anderen sind noch versperrt. Das heißt, wir müssen die erste, ja, legen wir los SBC abschließen. Also würde ich sagen, legen wir los. Und das Ganze, ja, ist auch gar nicht so schwer. Okay, wir haben hier einen Gruppenbonus, das erkläre ich euch auch noch. Wir bekommen hier ein 2-Spieler-Pack, das machen wir im Anschluss. Dann am Ende, wenn wir alle SBCs gelöst haben, auch noch auf. Und ja, erfreuen uns natürlich eines guten Spielers oder 2 gute Spieler sogar. Aber ja, vom Pack-Luck wollen wir mal absehen. Aber wir wollen das Ganze erstmal hier nach und nach lösen. Aber wir wünschen uns natürlich auch ein bisschen Pack-Luck und das wünsche ich euch natürlich auch. Erster Austausch, das ist die erste SBC. Hier gibt es ein Bonus-Pack Bronze. Das ist noch nicht so, ja, der Rede wert. Die wirklich guten Packs, die kommen erst in weiteren, späteren SBCs. Wie gesagt, folgt mir da gerne, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Das folgt alles nach und nach hier auf dem Kanal. Und wir starten rein mit dem ersten Austausch. Und dort benötigen wir, ja, eine Spielerqualität genau Bronze, das heißt, das ist der schlechteste Wert bzw. der niedrigste Wert einer Spielerkarte Bronze, danach folgt Silber und Gold und eventuell dann später noch ein paar Spezialkarten, zum Beispiel jetzt aktuell die Team of the Week Karten, die auch nochmal für SBCs später interessant werden. Okay, also wir haben hier geschlossene Felder, die sind verschlossen, da brauchen wir nichts tun. Wir haben hier ein offenes Feld und das heißt, wir müssen genau einen Spieler hinzufügen, um diese SBC abzuschließen. Und das ist auch egal, da brauchen wir keinen Torhüter, sondern können auch einen Stürmer, einen ZM, je nachdem, was wir im Verein haben, hin abgeben. Also suchen wir einfach mal nach der niedrigsten Bewertung hier, was wir im Verein haben. Und das ist bei mir tatsächlich ein Torhüter. Den nehmen wir mal mit in den Verein und um einfach ein Beispiel zu haben, nochmal hier den rechten Flügelspieler Gao Xiang. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen und wenn nicht, auch nicht so schlimm. Den können wir auch auf diese Position stellen und wir haben das Ganze abgeschlossen. Ja? Und wir nehmen aber hier den Torhüter, das war mein niedrigster Spieler von der Gesamtbewertung her und deswegen nehmen wir den. Das ist okay, den jetzt hier abzugeben. Ihr habt da sicherlich andere Spieler und dann drückt ihr einfach auf Start, um das Ganze abzugeben. Wie ihr dieses Feld befüllt, das habe ich jetzt vielleicht nicht am Anfang erwähnt, weil das für mich schon aus dem FF herauskommt. Ihr klickt einfach, um in den Verein zu kommen, einfach auf Dreieck bei der PlayStation 5 oder PlayStation 4, das ist egal natürlich, um hier diese Ansicht zu haben. Okay, also ganz die Basics. Und zum Start drücken ihr einfach auf dieses Start-Ersatzknopf mit diesen 3 Strichen und dort könnt ihr dann diese SBC abgeben. Okay, das machen wir aber alles erst, wenn wir alle SBCs im Grün haben und das seht ihr genau rechts oben, beziehungsweise rechts in der Mitte. Jetzt sind alle noch rot, alle Anforderungen und wenn wir dann diesen Spieler hinzufügen, genauso wie bei diesem rechten Flügelspieler, dann ändert sich der Balken auf grün. Oder die Punkte. So, jetzt haben wir es richtig. Und jetzt gehen wir zur zweiten SBC. Zweiter Schritt, tausche 3 Spieler mit 12 Chemie gegen ein Bronze-Pack. Und das nehmen wir natürlich auch mit. Beziehungsweise ich erkläre euch das. Hier haben wir ein paar mehr Felder frei. Genau diese 2 Innenverteidiger-Positionen und den zentralen Mittelfeld-Spieler bzw. ZDM-Karte. Und da brauchen wir am besten, geben wir eine Nation
Wir nehmen natürlich auch die niedrigsten und wir haben, wenn wir Dreieck drücken auf dieses Feld, dann haben wir schon die Innenverteidigerposition automatisch vorgewählt und dort nehmen wir ja den Long und den Dole und füllen diese Position aus. Ihr könnt dort auch 2 Deutsche hinstellen, aber grundsätzlich, ich habe die jetzt, glaube ich, sogar gekauft für 250. Das ist der Mindest-Sofortkaufpreis, den jetzt aktuell Bronzespieler haben also nicht die seltenen, sondern die häufigen. Und dann können wir hier dort auch tatsächlich jeden anderen beliebigen Spieler dort hinzufügen. Auch geht einfach, wir brauchen noch nicht mal die Position, geht dann einfach hier wieder auf niedrig und fügt irgendeinen Spieler hinzu. Ich nehme jetzt diesen Goi und dort habe ich jetzt auch alle Punkte auf grün. Teamchemie 12 haben wir erreicht, wir haben hier sogar 19. Das heißt, grundsätzlich lässt sich das auch sicherlich erreichen hier mit verschiedenen Nationen. Wir können ja mal gucken, wir haben ja ein bisschen die Zeit, ob das so funktionieren würde. Wir haben ja noch hier den Japanern, genau als die IV-Position. Das würde nicht reichen. Wir brauchen quasi also ein bisschen Chemie, um das Ganze hier zu erreichen. Deswegen, wir haben hier einen grünen Link. Probiert es mal aus. Geht einfach in einer Liga für eine Nation. Die kosten, also ich habe hier die englische 3. Nation Liga genommen und die Nation England. Und das würde sicherlich auch mit anderen Nationen perfekt funktionieren und das bekommt ihr zum Mindestpreis. Okay, dann haben wir das auch abgeschlossen und jetzt schauen wir uns die letzte SBC an und dann haben wir es quasi schon fertig. Die legen wir los, SBC, und der 3. Schritt folgt jetzt. Und dort brauchen wir genau 3 Länder, um das Ganze abzuschließen. Aber wir haben 4 Felder frei, das heißt, wir können uns hier 3 Nationen aussuchen und 2 Spieler aus einer Nation. Teamchemie 17, Anzahl der Spieler im Team, da brauchen wir genau 4. Und das Ganze merken wir uns jetzt mal, was wir brauchen. Wir brauchen einen Stürmer, ein ZOM, ein RM und eine LM-Karte. Und dafür gehen wir jetzt gemeinsam mal auf den Transfermarkt. Und den finden wir genau hier, wo diese 1 bei mir aufleuchtet, weil ich vermutlich irgendwas auf der Kandidatenliste sich jetzt verabschiedet hat oder ich erboten habe. Aber ich glaube, da war ich nicht erfolgreich, weil ich auf nichts geboten habe. Und wir gehen hier auf den Transfermarkt und wir benötigen genau, jetzt habe ich schon wieder fast vergessen, wir brauchen Bronzespieler und deswegen und eine ZOM-Karte würde ich jetzt sagen. Und da gehen wir mal einfach in das Land der, ich wollte schon sagen, unbegrenzten Möglichkeiten. Das stimmt aber nicht. Wir gehen nach China und gucken wir mal nach dem Mindestpreis, den wir hier bekommen können. Und dann nehmen wir hier Chen Pu, würde ich sagen, weil die Chinesen braucht man sonst grundsätzlich nicht für, um ein Team zu bauen oder etwas anderes. Die können wir alle zum Verein hinzufügen und wir suchen uns jetzt noch, was hatten wir noch, welche Position, vielleicht LM, vielleicht kriegen wir auch einen für 250, das ist jetzt nur einer, aber gucken wir mal hier, vielleicht haben wir hier ein paar mehr, dann nehmen wir hier den Zhang Wei, vielleicht auch mal darauf achten, dass wir vielleicht aus der chinesischen ersten Liga, aber die Chinesen, die sind meistens in der Heimat, von daher brauchen wir da nichts weiter. Und jetzt haben wir diesen Perfect Link quasi erledigt und wir brauchen jetzt grundsätzlich einfach nur noch verschiedene Nationen. Wir brauchen auch keinen Chinesen mehr und wir hatten jetzt einen RM und ZOM, dann brauchen wir jetzt noch einen LM und das ist völlig egal, welche Nation wir auswählen. Ihr könnt natürlich, das habe ich jetzt nicht erwähnt, euch die Spiele auch hier erbieten. Also ihr könnt jetzt einfach hier 200 Coins draufgehen und euch den erbieten, dann spart ihr euch nochmal 50 Coins. So lange wollte ich jetzt eigentlich nicht warten, deswegen kaufe ich den jetzt hier sofort nochmal. Aber das könnt ihr natürlich auch machen, um nochmal ein bisschen zu sparen. Und wir brauchen noch einen Stürmer und dann haben wir das Feld komplett und wir können alles abgeben und dann machen wir die Packs auf. Okay, Stürmer kriegen wir jetzt hier aktuell nicht für 250, sondern für, sagen wir mal, 300. Und den nehme ich dann auch mit. Das ist in Ordnung. Ich glaube sogar, den habe ich sogar schon im Verein, weil ich den auch gerade im Testdurchlauf einmal gekauft habe. Aber ist nicht so wild, den kann ich ja später einfach wieder ein bisschen teurer verkaufen, wenn ich Glück habe oder zum gleichen Preis. Okay, und jetzt gehen wir wieder zurück in die Squad Building Challenges und in die erste SBC. Wie gesagt, wir brauchen diese SBC, um weitere SBCs freizuschalten, um die dann lösen zu können. Und auch jetzt
Gucken wir mal die Spieler, die wir gekauft haben. Hier können wir auch wieder auf diese Position gehen, Dreieck drücken. Jetzt macht er das nicht. Doch, jetzt haben wir es. Und da machen wir mal wieder niedrigste Bewertung. Sonst haben wir da auch die Goldspieler, die ich im Verein habe, zum Beispiel im Brand. Gut, so viele Spieler haben wir noch nicht gesammelt. Welchen hatten wir gerade? Den Chen Pu. Und hier als rechten Mittelfeldspieler hatten wir Zhang Wei. Das müsste, glaube ich, so gewesen sein. Und Stürmer, da nehmen wir den Marley, den wir doppelt schon gekauft haben. Ich habe den, wie gesagt, hier auch. Das könnt ihr hier sehen. 250 habe ich den auch eingekauft. Und hier nehmen wir den gut, kann ich nicht aussprechen. Aber dann haben wir auch die Chemie hier komplett und das Ganze können wir abgeben. Und das machen wir jetzt auch. Wir geben erstmal die erste SBC ab, erster Austausch. Wie gesagt, hier nochmal als kleine Wiederholung hier einen einzelnen Spieler. Einfach hinzufügen, wirklich nicht schwer. Und wir holen uns das Bronze-Pack ab. Und bekommen, ja, wenn man die erste SBC erledigt haben, beziehungsweise erledigen wollen, den ersten Hinweis, genau, dass die Spieler wirklich aus dem Verein auch entfernt werden. Und das machen wir jetzt. Der war wohl auch im Team bei mir. Und damit haben wir die erste SBC erledigt. Jetzt machen wir den zweiten Schritt. Und die Packs. Na komm, öffnen wir das Ganze. Jetzt direkt. Und was bekommen wir? Wir bekommen natürlich nur einen Bronzespieler, einen Japaner. Theoretisch könnte man auch, wenn man die nach und nach abschließt, der ist sogar gar nicht so schlecht. Müsst ihr mal gucken, was der so kostet. Aber das sind ja untauschbare Spieler. Das heißt, man kann die nicht auf dem Transfermarkt anbieten. Könnte man auch die nächsten SBCs, hier hatten wir für die dritte Schritt oder dritter Tausch SBC, könnte man auch die verwenden. Deswegen bietet es sich an, natürlich nach und nach diese SBCs dann so abzuschließen. Und auch hier, wie gesagt, zweiter Schritt, Team Chemie 12, wie gesagt, mit den einen Link brauchen die auf jeden Fall, um das Ganze hier gut abzuschließen, beziehungsweise damit wir die Chemie haben und das Ganze geben wir auch einfach mal ab. So, und auch hier bekommen wir 12 Items, einer ist davon selten. Kotovic. Okay, das sind auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir für den Verein dann hinzufügen können. Da haben wir auch nochmal einen Chinesen gehabt. Der hätte uns dann auch weitergeholfen. Hätten wir auch wieder ein bisschen gespart. Aber ja, diese SBCs kosten wirklich nicht so viel. Und ich hoffe, ich konnte euch hiermit schon mal ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne als Kommentar unter das Video. Ich versuche euch da gerne weiterzuhelfen. Oder schreibt mir gerne auf Instagram. Dort bin ich auch immer recht aktiv. Und wenn ihr da Fragen habt zu irgendwelchen SBCs, könnt ihr mir sie gerne stellen. Okay, und damit haben wir alle SBCs abgeschlossen. Aus der legen wir los SBC und bekommen als Gruppenbonus für die 3 SBCs ein 2-Spieler-Pack. Und das werden wir natürlich auch noch öffnen. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, haben wir alles freigeschaltet. Und euch erwarten da in der Zukunft noch weitere SBC-Videos von mir. Und das Ganze, würde ich sagen, holen wir ab. Wie kam jetzt dieses Pack noch zustande? Ich glaube aus der letzten. Oh, da haben wir den Sommer. Ist das nicht sogar ein bekannter Twitch-Streamer? Nicht so schlecht. Der Niklas Sommer hier als Erstbesitzerkarte. Ja, das ist doch gut. Nehmen wir gerne mit. Und jetzt das 2-Spieler-Pack. Zum krönenden Abschluss. Was bekommen wir hier? Einen deutschen Spieler. Brand, den wir schon sogar im Verein haben. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Denn dann kann ich meinen Brand vielleicht sogar verkaufen. Und ich habe hier tatsächlich zwei Duplikate gezogen. Gar nicht so schlimm. Wir können mal gucken, was er an Wert hat. Ja, nicht so viel momentan. Und der wird auch nicht viel teurer werden. Jetzt hier haben wir noch einen. Den packen wir einfach auf den Transfermarkt, um den dann später zu verkaufen. Also habe ich 2 Duplikate gezogen. Und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr was Gutes ziehen werdet. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten SBC-Lösungen dabei seid. Und in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.